Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des Panzerkampfwagen 3 Ausführung M von TACOM im Maßstab 1:35. Hierbei handelt es sich um einen brandneuen Bausatz. Der wurde auch von der Modellbaugemeinde schon sehnlichst erwartet. Ursprünglich angekündigt für die Auslieferung Ende Februar. Ja, aufgrund der Corona-Krise hat sich das Ganze etwas verspätet. Ja, jetzt liegt der Bausatz endlich vor und wir Modellbauer können uns den zulegen. Schon vor einer Weile hat TACOM diese Blitzkit-Reihe ins Leben gerufen. Das ist so gedacht, dass diese Bausätze ein bisschen einfacher sind beim Zusammenbau, weil eben die Teileanzahl nicht so groß ist und das Ganze auch nicht so komplex aufgebaut ist, ohne dabei eben auf maßgebliche Details zu verzichten. Grundsätzlich finde ich, dass es ein guter Ansatz ist, zumal das auch bedeutet, dass die Bausätze dadurch etwas preiswerter werden. Das Problem ist bloß manchmal, wie man auch schon in der Vergangenheit gesehen hat, bei anderen Herstellern, die sowas Ähnliches versucht haben, dass vielleicht der Detailgrad doch etwas zu sehr abgespeckt ist, oder der Zusammenbau einfach langweilig gerät, weil es gar so einfach ist. Schauen wir mal, wie TACOM das hier angeht. Dann noch ein paar Worte zum Original. Der Panzer 3 Ausführung M ist nahezu identisch mit der Ausführung L. Der Hauptunterschied ist nur, dass hier bei der Ausführung M ein neues Tiefradsystem eingebaut wurde, weshalb eben der Panzer etwas tiefere Gewässer durchfahren konnte, ohne das Fahrzeug eben speziell vorzubereiten. Das betrifft hauptsächlich die Abgasanlage, wo eben ein Rückschlagventil eingebaut war und noch ein paar Gummidichtungen und so weiter, damit das Fahrzeug eben nicht mit Wasser vollläuft. Weitere bauliche Unterschiede waren zum Beispiel die Scheinwerfer vom Typ Bosch, die jetzt eben hier außen auf den Schutzblechen saßen. Dann die Nebelwurfanlage, die war früher hinten eingebaut am Heck. Die wurde dann hier vorverlegt an die Turmseiten. Und die Zugangsklappen fürs Getriebe, die sehen auch ein bisschen anders aus. Da sitzen nämlich die Scharniere innen und nicht mehr außen. Viele Leute denken, dass diese Panzerschürzen hier außen am Fahrzeug auch ein Unterscheidungsmerkmal sind für die Ausführung M. Das ist so nicht korrekt. Selbst das Nachfolgemodell, die Ausführung N, wurde ohne diese Schürzen ausgeliefert. Diese Schürzen waren eine Maßnahme zur Kampfwertsteigerung und die wurde im Sommer 1943 durchgeführt, wobei eben fast alle Panzerkampfwagen 3, alle Versionen, die da noch irgendwie im Feld standen, nach und nach eben so umgerüstet wurden. Also man sieht auch Panzer 3 G oder L mit solchen Schürzen. Also das hat jetzt nicht so viel auszusagen. Gut, so viel dazu. Jetzt schauen wir mal rein in die Schachtel. Die Schachtel ist relativ klein und kompakt, dafür aber schön gefüllt mit unseren Bauteilen. Die Spritzlinge sind meistens einzeln eingetütet, manchmal auch zu mehrt, je nachdem. Und die Beutel sind auch wiederverwendbar. Da ist hier so ein Klebestreifen dran, also nach der Besprechung kann ich die Teile auch wieder eintüten. Ja, die Schachtel als solche macht einen ganz stabilen Eindruck. Also ich denke, das ist eine mehr als ausreichende Verpackung. Schauen wir uns zuerst die Bauanleitung an. Hier auf der ersten Seite haben wir eine kurze Hintergrundgeschichte zum Fahrzeug auf Englisch. Das ist allerdings sehr rudimentär. Wer es also genau wissen will, sollte sich da ein paar Bücher zum Thema zulegen. Dann kommen hier die üblichen Sicherheitshinweise und Tipps. Brauchen wir jetzt nicht so sehr. Interessanter ist hier die Farbtabelle. Die bezieht sich allerdings nur auf Farben von Ammo bei MIG. Das finde ich ein bisschen wenig Auswahl. Andere Hersteller da einzubeziehen wäre durchaus sinnvoll. Es folgt dann eine Übersicht mit allen enthaltenen Teilen und Gießästen als Übersicht und danach geht der Zusammenbau los. Wir starten hier mit der Unterwanne. Da werden hier die Achsen eingeklebt und die Laufrollen montiert. Das ist ja eigentlich alles ganz standardmäßig. Dann geht es hier weiter mit der Rückplatte und hier, das ist die Tiefradeinrichtung, von der ich anfangs gesprochen habe. Das ist hier die neue Abgasanlage mit dem Rückschlagventil und das hier ist ein Lufteinlass, der sitzt hier unten und da sind eben hier so wasserdichte Klappen installiert worden, die man eben hier auch geöffnet oder geschlossen bauen kann. Ja, das sieht doch alles schon mal ganz gut aus, wenn auch hier die Abbildungen etwas klein geraten sind. Die Bauanleitung ist wirklich winzig und die Abbildungen sehr klein. Also ich denke, ja, für Leute, die etwas schlechtere Augen haben,
ist es doch etwas mühsam. Dann werden hier die Treib- und Leiträder montiert und die Ketten liegen hier, wie man sehen kann, als Segmentketten bei. Wie man sehen kann, wurde hier auch der Kettendurchhang berücksichtigt, das finde ich ganz gut. Also diese Segmentketten sind sicherlich gut verwendbar. Mir persönlich wären Einzelgliederketten wesentlich lieber, aber Segmentketten sind definitiv besser als diese Gummiketten. Dann geht es weiter mit der Oberwanne. Da sollen hier ein paar Löcher gebohrt werden und wie man sehen kann, sind hier diese Schutzbleche schon an der Oberwanne dran. Das finde ich ein bisschen seltsam. Ich denke nämlich, dass das den Modellbauer auch ziemlich einschränkt. Selbst bei den älteren Dragon-Bausätzen sind diese Schutzbleche immer separat. Ja, hätte ich persönlich jetzt bevorzugt. Und auch wenn ein Modellbauer hergehen will und ja, mit Fotoetzteilen zum Beispiel diese Schutzbleche neu aufbauen will, muss er die hier erstmal absägen und dann loslegen. Und das ist vielleicht ja, nicht ganz optimal. Es schränkt einfach die gestalterischen Möglichkeiten doch ganz erheblich ein. Aber das ist ja ein Blitzkit, also ein Bausatz in etwas vereinfachter Form. Deswegen ist es durchaus nachvollziehbar. Dennoch, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, hier diese Klappen, die geben sie uns als Einzelteile, braucht kein Mensch eigentlich. Ja, hier die Motorklappen sind alle schon angegossen. Also das ist ein bisschen seltsam. Ja, hier beschäftigen wir uns hauptsächlich mit den Werkzeugen, wo die dann eben verbaut werden sollen. Macht einen ganz guten Eindruck. Abschleppseile hier auch aus Plastik mit dabei, finde ich super. Eine vernünftige Antenne, die auch positioniert werden kann. Ja, also detailmäßig glaube ich, ist jetzt hier an der Oberwanne wenig zu bemängeln. Sieht eigentlich ganz gut aus. Dann werden hier die Aufnahmen für die Schürzen montiert und wie es aussieht, haben wir hier keine Wahl. Die Löcher und Vertiefungen sind hier schon vorgesehen dafür. Also das Ganze muss eingebaut werden. Hier dann die Frontpanzerplatte mit dem Fahrervisier und dem Bug-MG. Das MG hat auch Innendetails. Braucht man eigentlich nicht, weil es gibt keine Luken, wo man irgendwie reinschauen könnte in das Fahrzeug. Ja, und dann kommt hier die Oberwanne auch schon zusammen und die Schürzen werden hier schon mal eingehängt. Die liegen hier als Fotoetzteile bei. Das finde ich ganz ausgezeichnet, denn hier diese Materialstärke dieser Panzerplatten wäre mit Plastikteilen nur sehr schwer zu reproduzieren. Ja, dann geht es hier weiter mit dem Turm. Da kommen so allerlei Griffe und Deckel ran. Und da finde ich besonders schön, dass wir hier wieder diverse Optionen haben. Wir können hier allerlei Luken offen darstellen, zum Beispiel hier den Staukorb, seitliche Einstiegsluken oder auch die Kommandantenkuppel. Finde ich super, gerade wenn man ein Diorama baut und noch ein paar Figuren zu dem Fahrzeug dazu tut. Ja, macht es einfach Sinn, wenn man da die Luken offen hat. Das Ganze gestaltet sich auf jeden Fall sehr erfreulich unkompliziert und sollte deshalb auch was für Anfänger sein. Dann hier die Kanonenblende, auch mit ein paar Details innen, Verschluss der Kanone und so weiter. Hier auch diese Abstandspanzerung, die da vorne drauf gehört, die auch schon ab der Ausführung L ganz geläufig war. Und dann kommen hier noch die Schürzen am Turm ran. Auch hier haben wir wieder kaum eine Möglichkeit, die wegzulassen, falls wir das wollten, da hier der Turm schon so angelegt ist mit diversen Löchern und auch Klammern, die wir dann eben entsprechend entfernen müssten, sollte man das nicht einbauen wollen. Ja, und dann ist der Panzer auch schon beisammen und wir kommen zur Bemalungsanleitung. Takom schlägt hier 4 Varianten vor. Alle 4 waren während der Operation Zitadelle eingesetzt im Sommer 1943, also der Schlacht bei Kursk. Das erste Fahrzeug hier von der 2. Panzerdivision, das ist relativ gut dokumentiert auch mit Fotos, genauso wie das zweite Fahrzeug von der 3. SS-Panzergrenadierdivision Totenkopf. Das ist auch das Fahrzeug, was ich mit dem Dragon-Bausatz des Panzer 3Ms gebaut habe. Dann Variante 3 von der 6. Panzerdivision. Da gibt es auch eine ganze Fotostrecke, wo dieses Fahrzeug mit einem Kran so zerlegt wird.
und dann das 4. Fahrzeug von der 11. Panzerdivision. Da sind mir jetzt Vorbildfotos nicht bekannt. Ja gut, und das wäre es auch schon. Bauanleitung ist okay. Ich finde sie halt nur sehr klein von den Abbildungen her. Ja, könnte man besser machen, aber im Grunde genommen ist alles ganz gut arrangiert und leicht verständlich. Schauen wir uns jetzt die Bauteile an. Hier die Unterwanne. Ist jetzt so von der Formgebung ganz klassisch, so wie man das auch von anderen Bausätzen kennt. Ja, die aufgeprägten Details sind sehr schön. Viele Nietköpfe, Schraubköpfe und hier auch diese Dämpferelemente der Federung. Ja, sieht ganz schick aus. Auch die Unterseite ist detailliert. Dann haben wir hier Schweißnähte und auch diverse Deckel und Niet- und Schraubköpfe. Das einzige, was stört, ist hier die sehr glatte Oberfläche, wie man sehen kann. Die sollte man gegebenenfalls ein bisschen aufrauen mit Mr. Surfacer Flüssigspachtel. Vielleicht nicht unbedingt hier unten, aber an anderen Stellen, wo man es später sehen kann. Das wäre sehr zu empfehlen. Ja, ansonsten sind hier keine Makel zu entdecken, keine Sinkstellen, kein Grat. Ja, alles bestens, so wie wir das auch von dem aktuellen Bausatz erwarten können. Sehr schön. Hier dann die Oberwanne. Auch hier ist die Oberfläche wieder sehr glatt. Dem kann man aber selber abhelfen. Schöne Details hier auf den Schutzblechen. Ja, die Tatsache, dass die angegossen sind, finde ich ein bisschen seltsam. Ja, ihr findet das vielleicht nicht so schlimm oder so, aber ich finde es komisch. Ich hätte es lieber separat. An den Innenseiten haben wir große Auswurfmarken. Ist jetzt aber nicht schlimm, sieht man später eigentlich gar nicht mehr. Ja. Bisschen Grat hier und da, hier zum Beispiel. Und auch hier an der Kante des Schutzblechs. Das ist aber leicht zu entfernen. Ja. Wie steht es um die Passgenauigkeit? Ja. Fast wie Lego. Passt spaltfrei. Sehr schön. Also, ja. Bei der Passgenauigkeit mache ich mir da keine Sorgen. Einige Komponenten des Turms liegen hier so separat bei. Warum, weiß ich nicht, aber ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Hier der Turm. Turmdach besonders schön hier mit den versenkten Schraubköpfen. Ja. Schöne Schweißnaht. Luken sind später zum Öffnen, finde ich gut. Wie schon vorhin erwähnt, wir müssen das Fahrzeug mehr oder weniger mit diesen Schürzen bauen. Hier kann man zum Beispiel hier die Aufnahmen sehen. Ja, wenn man das nicht wollte, müsste man sie entfernen. Selbes gilt auch hier für den Staukorb hier. Der hat hier auch so eine Passung für den hinteren Teil der Turmschürze. Wunderbar detailliert hier, ganz feine Nietreihen. Ja, wunderbar. Und dann auch noch zum offen darstellen. Ja, also das kann sich sehen lassen. Die Materialstärke, ja, ist akzeptabel so für diese Schürze. Aus Foto jetzt wäre es natürlich besser, aber dann auch etwas schwieriger zum Verarbeiten. Ja, hier innen haben wir Auswerfer, aber die sind leicht rauszuschleifen. Die sind ja nur oberflächlich, die gehen nicht in die Tiefe. Da reicht Abschleifen. Also das ist ziemlich pflegeleicht. Spritzling A liegt doppelt bei und hier finden wir hauptsächlich Fahrwerkskomponenten, Treibrad, Leitrad, Stützrollen und Laufrollen zum Beispiel. Ja, sehr scharf wiedergegeben, feine Details. Sind auch nicht allzu viele Verbindungspunkte zum Gießast, also das Auslösen sollte hier auch relativ fix gehen und das Versäubern auch. Ja, kann hier keine Makel erkennen, außer
hier diese Abdeckungen, die aufs Motordeck gehören. Ich meine, die waren am echten Fahrzeug aus Gussstahl und das ist hier gar nicht irgendwie präsent, diese Gussstahltextur. Das sollte man selber ein bisschen nachbearbeiten. Man kann zum Beispiel mit verschiedenen Modellbauklebern, die man hier so dick aufträgt und dann, wenn es so halbtrocken ist und man es ein bisschen mit so einem Pinsel ja so bearbeitet, kann man diese Textur relativ leicht herstellen. Ist kein Hexenwerk. Aber schöner wäre es natürlich gewesen, wenn wir das schon von vornherein haben. Ja. Die Nebelschussbecher, die sind leer und ich glaube auch in der Bauanleitung gesehen zu haben, dass wir da auch keine Ladungen dafür haben, aber das ist nicht weiter schlimm. Und zur Not, man kann sich auch an diversen Restteilen von Dragon-Bausätzen bedienen. Da liegt es immer komplett bei. Ja. Macht auch einen guten Eindruck. Alles in allem scheint ein recht schöner Bausatz zu sein. Auch der Spritzling B liegt doppelt bei. Hier haben wir die Teile für die Segmentketten. Ja, finde ich ganz okay. Mir wären Einzelgliederketten lieber, aber damit lässt sich auch arbeiten. Zumal hier ja auch der Kettendurchhang recht schön wiedergegeben ist. Ja, die Ketten sind recht schön detailliert. Das müssten Panzer 3-4 Typ 3A Ketten sein. Erkennt man an diesen Griffleisten mit den 3 Wülsten und den durchbrochenen Führungsszenen. Das ist ein Kettentyp, der wurde ab 1941 hergestellt, ist also für das Fahrzeug durchaus plausibel. Man könnte aber auch andere Kettentypen aufziehen, je nachdem. Wer es genau wissen will, die Bezeichnung für diese Kette ist KGS 61 400 120. Ja, sieht ganz schön aus. Wir haben an der Innenseite ein paar Auswerfer. Hier jetzt an den längeren Stücken. Ja, ich glaube, ich werde es auch nie erleben, dass die Hersteller von diesen Bausätzen die Auswerfer woanders hin machen und nicht auf den Ketten. Aber so ist es eben. Ich denke, damit können wir arbeiten. Die Details sind schön und die Versäuberungsarbeiten, das ist halt leider eine Notwendigkeit. An Spritzling C finden wir hier so diverse Zugösen, aber auch hier die Achsen für die Leiträder und auch den Wagenheber. Ja, fein detailliert hier zum Beispiel dieser kleine Haken hier. Ja, da gibt es nichts zu meckern. Alles bestens. Am Guisage D finden wir noch mehr Werkzeuge und auch diverse Teile der Oberwanne. Hier zum Beispiel die vordere Schottpanzerung. Die ist hier sogar einteilig ausgeführt. Das finde ich ganz interessant. Ich denke, viele Leute haben ja mal von Tamiya den Panzer 3L gebaut. Da besteht es aus mehreren Teilen. Und hier als ein Teil. Finde ich ganz interessant. Ist auch schön detailliert, also der Versuch ist auf jeden Fall geglückt. Ja, hier die Seitenteile vom Aufbau. Die Klappen hier sind schon angegossen, kann man also nicht geöffnet bauen. Dafür aber hier diese unteren Lufteinlässe, die finde ich relativ sinnlos zum Öffnen. Also ja, wäre mir lieber gewesen, hier diese Seeklappen zum Öffnen zu haben. Ja. Werkzeuge sehen schön aus, hier auch mit den Werkzeughalterungen, die ganz gut ausschauen eigentlich. Sind nicht nur so Klötze, sondern auch richtig mit Griff dran. Ja, ein bisschen Grat hier und da, aber das ist nicht schlimm. Abschleppseile schauen auch ganz anständig aus. Ja, macht einen guten Eindruck. Das Bug-MG, ja, die Mündung ist nicht offen, ist aber gleich aufgebohrt.
ja, auslösen und versäubern ist jetzt hier auch wieder ganz gut machbar, da nicht zu viele Verbindungspunkte zum Gießast vorliegen. Also ich denke, das Konzept von Takom, hier einen einfachen, aber detaillierten Bausatz hinzubekommen, geht auf. An diesem Gießast haben wir dann viele Teile, die zum Turm gehören. Hier auch zum Beispiel die Kanone, einteilig aus Plastik mit einer offenen Mündung. Also hier braucht man eigentlich kein Alurohr einbauen. Ein Fehler ist es sicher nicht, aber ich denke, das Teil vom Bausatz ist eigentlich vollkommen okay. Ja, auch hier kann ich keine Makel erkennen, die irgendwie schwerwiegend wären. Keine Sinkstellen oder enorm viel Fischhäute. Hier, das sind die seitlichen Einstiegsluken am Turm. Und ja, da fehlt mir ein bisschen Detail. Da sollten ein paar so Schweißnähte sein an diesen Verbindungsstücken. Das fehlt hier komplett. Das sollte man vielleicht mit ein bisschen Spachtelmasse oder gezogenem Gießast noch hinzufügen. Also ja, beim Thema Oberflächentexturen muss Takom, glaube ich, noch ein bisschen nachlegen. Zumal ja die übrigen Schweißnähte an dem Fahrzeug eigentlich ganz schön sind. Aber hier und da fehlen einfach ein paar sehr filigrane Teile, aber leicht auszulösen und zu versäubern. Ich denke, dem Bastelspaß steht hier nichts im Wege. Und hier kommt auch schon der letzte Plastikspritzling, Spritzling F. Und hier haben wir die Schürzenteile für den Turm und hier auch die Aufnahmen für die Schürzen an der Wanne. Ja, sehr dünne Teile, durchaus auch bruchgefährdet. Muss man ein bisschen aufpassen. Die Materialstärke ist vollkommen okay. Ich denke, es könnte auch ein bisschen dünner sein, aber da kommt der Formenbau beim Plastikspritzguss, glaube ich, schnell an seine Grenzen. Aber das ist vollkommen okay. Kann man bedenkenlos hernehmen. Die Fotonetzteile sind hauptsächlich für die Schürzen bestimmt. Da ist jetzt hier so eine Schutzfolie drauf. Ziehe ich mal eben ab, dass man das ein bisschen besser sehen kann. Ja, finde ich, ist die perfekte Dreingabe. Das kommt wirklich ganz gut. Das hat mir auch schon beim Dragon Panzer 3M sehr gut gefallen und ich finde es super, dass Takom uns da auch gleich die fotogehetzten Teile gibt. Nichts ist schlimmer, als diese Zusatzpanzerungen als ein solides Plastikteil zu bekommen. Also das ist auf jeden Fall perfekt und schön dünn, also eine perfekte Repräsentation der echten Schürzen. Und zu guter Letzt hier der Abziehbilderbogen, der ist sehr schön, reichhaltige Auswahl für insgesamt 4 Fahrzeuge. Der Trägerfilm ist auch nicht zu groß, wie man sehen kann. Also ich denke, die lassen sich ganz gut verwenden. Der Druck ist auch sehr sauber ausgeführt, das kann man hier an diesen Abzeichen sehen. Von der 2. Panzerdivision, das ist im Übrigen auch das Wiener Stadtwappen. Also da ist alles genau flüchtig zueinander, sauber gedruckt. Also ich denke, da gibt es keine Probleme. Takom ist es hier gelungen, einen einfach zu bauenden und dennoch schön detaillierten Bausatz auf die Ketten zu stellen. Ich denke, da werden viele ihre Freude dran haben. Ich persönlich hätte trotzdem ein paar Dinge anders gemacht, aber das sind nur so Kleinigkeiten und auch nur eine Sache, die mich betrifft, weil es eben meine Meinung ist und eben meine Auffassung der Dinge. Aber ich denke so, wenn ich mich jetzt in die Lage von anderen Modellbauern versetze, wo das vielleicht keine Rolle spielt, ist es auf jeden Fall mehr als in Ordnung. Der Bausatz sollte schon aus der Schachtel gebaut eine ganz gute Figur machen. Wenn man dann noch hergeht und die Oberflächentexturen noch ein bisschen verbessert, dann vielleicht noch Metallketten reintut oder ein Alurohr, noch ein paar Ätzteile und so weiter hinzufügt, dann sollte der Bausatz auf jeden Fall auf ein Level kommen, wo man definitiv auch im Wettbewerb mithalten kann, vom Detailgrad her.
So gesehen ist der Bausatz für alle interessant, sowohl für den Anfänger, der den Bausatz einfach nur aus der Schachtel bauen will, als auch die etwas fortgeschritteneren Modellbauer, die so ein Modell eben noch ein bisschen weiter verfeinern wollen. Und ich denke, ja, das ist doch optimal, also da hat doch jeder seine Freude dran. Apropos Freude, der Preis von dem Bausatz ist recht angenehm, der kostet hierzulande, je nachdem wo man schaut, zwischen 25 und 35 Euro. Das finde ich ist ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist gegenwärtig von keinem anderen Hersteller wirklich zu schlagen. Der Panzer 3M von Dragon, den ich vor ein paar Jahren mal gekauft habe, der hat, glaube ich, 60 oder 70 Euro gekostet. Und ja, der ist eigentlich nicht wesentlich besser. Ich denke, dass Takom hier den richtigen Weg geht, zumal auch hier die Preispolitik eine Rolle spielt. Denn ich denke, Bausätze, die vielleicht unter 30 Euro kosten, sind für Anfänger oder auch Jugendliche leichter zu bezahlen. Und ich denke, das tut dem Hobby auch nur gut, wenn ein paar Leute da mitmachen können, die sonst vielleicht sagen, oh, der Bausatz ist mir zu teuer, das kann ich mir nicht leisten. Also ich denke, da haben alle was davon. Mein Plan für den Bausatz ist folgender. Ich möchte den, wenn es irgendwie geht, in eine Ausführung N umbauen. Da möchte ich auf einen älteren Dragon-Bausatz zurückgreifen aus der Imperial Series, wo ich eben dann die neue Hauptbewaffnung herbekomme und damit eben ein Fahrzeug darstellen, wie es im Mai 1945 noch in Norditalien im Einsatz stand. Das wird also so eine Art Kit-Bashing werden. Erstaunlicherweise ist es auch so ziemlich das, was mit den echten Fahrzeugen passiert ist, denn ab einem gewissen Zeitpunkt wurden fast alle Panzer 3s, die es da noch so gab, vor allem eben dann Ausführung L und M, mit dieser kurzen 7,5 cm Kanone ausgestattet und dadurch eben in eine Ausführung N umgebaut. Und im Prinzip möchte ich das mit dem Bausatz hier eben auch vollziehen. Alles klar, soviel zu diesem Bausatz. Ich hoffe, euch hat die Besprechung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.